Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, kleine Qualitätsoffensive. Es bessert sich allmählich. Ist noch nicht so, wie es sein soll, aber ich fühle mich fast ein bisschen exposed. Man kann mich, glaube ich, relativ gut sogar erkennen. Sei es drum. Wir gucken uns an. Birds aren't real. Ein mal wieder sehr klassisches, kurzes Indie-Horror-Game. Ja, ich weiß nicht viel darüber zu erzählen. Der Entwickler hat mit diesem Titel auch sein Debüt. Schauen wir mal, ob es ihm gelungen ist. Los geht's. Rain is too heavy. I guess I have to stay here for shelter. Wait. Ja, wait. Ich konnte es nicht lesen. Hoffentlich nicht entscheidend. Und ich sehe nichts. Na doch. Nichts ist übertrieben. Okay. Ah, ich kenne das Setting irgendwie aus mindestens 2 Spielen bereits. Sei es drum. Habe ich jetzt eine Kerze bei mir? Ja. Tja, das ist so halt eben bei den Asset-Spielen, ne? Dass man irgendwann die Locations alle schon kennt. Muss jetzt aber kein Nachteil sein. Ich hatte mal in einer Rezension gelesen von jemandem, das fand ich ganz niedlich. Es ist, als käme man zu Hause an. Man ist wieder zu Hause. Oh, was will er jetzt von mir wissen? Naja. Also wirklich viel wird uns ja eigentlich nicht erklärt. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir werden schon auch rausfinden, was zu tun ist. Alles zu. Alles zu. Gut, mit der Lichtquelle können wir aber zumindest hier hoch. Wo ist... Ah? Es ist gerade so ein bisschen seltsam, ne? Man wird hier reingeworfen. Sieht sich augenscheinlich einer Spielmechanik gegenüber, die einem überhaupt nicht erklärt wird. Okay, the cake is a lie, nur dass ihr es wisst. Rütte, Rütte. Habe ich was aufgehoben? Kann mir jemand erklären, was hier abgeht? Bitte? Nee. Ich kann eigentlich nichts. Ich kann mich nicht lehnen, nicht sprinten, nicht knien. Nur marginal interagieren. Tja. Wo war denn jetzt hier das... Ach, hier. Auf das hat es sich wahrscheinlich bezogen. Okay. Offensichtlich falsch. Ja. Können wir die Sache abbrechen? Ja, können wir. Gut. Gut. Also, wir haben 2 Zahlenschlösser. Wir brauchen Zahlen. Wir haben hier Zahlen. Und ich weiß nicht, was sie mir sagen sollen. Ah, okay, wir haben ein Papierchen. Today is my art class at school. I painted a bird. It was a robin with black feathers on its back and fluffy rusty red feathers on its chest. Mrs. Teresa really liked my painting and said that next week she would put it on display. Mrs. Teresa is much better at painting than I am, so getting approval from her made me really happy. When I got home, Dad was working in his study again. I showed him the robin I drew, and he liked it too. But he pointed out some mistakes I had with coloring. The color on the robin's head should be darker than the color on its back, he said, and the patterns on his wings should be thinner and wider. My dad is a famous ein Ornithologe. Ich glaube, ich breche mir gerade die Zunge am Englischen. Ornithologist.
Keiner gehört. Which means someone who specializes in knowledge of birds. No wonders he could find the mistakes this quickly. He smiled and said he had to get back to work, but would love to hear more about my day at school on the dinner table. Mom is already preparing dinner at the kitchen. I wish he could spend more time playing with me, though. My dad really is an amazing person, even if the people in town only recognize him as some weird guy who knows the name of every bird in the forest. Ja, so sind sie, die Väter. Wohlmeinend, bisschen ungeschickt im sozialen Kontakt und haben so ihre kleinen Spezialitäten und Interessen, die eigentlich niemand so richtig nachvollziehen kann. Ja, gut. Auf dem Zettel war ja unübersehbar eine Zahl. Ne? Ich nehme mal an, solche Zahlen brauchen wir für die Schlösser. Soll heißen, wir brauchen mehr Papier. Ich fühle mich trotzdem sehr limitiert in meinen Möglichkeiten. Ist da unten vielleicht eine Torte mit 3 Zahlen, rein zufällig? Oder das ist ein Geburtstagskuchen, ist hier jemand 3-stellig alt geworden? Gebt mir doch irgendwas. Ein Fahrrad, na klar. Ah, okay. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Hinweise. Oh, ich habe was gefunden. 2. Da steht auch wieder nichts. Nee, 2, 6. Gut. Dad's study was filled with the materials he had collected during this career. When you push the study door open, you can see photos of a huge amount of rare birds, in Wisconsin hanging on the entire wall to the left. Dad either spends the whole day in the study or goes out for weeks. Rarely he may even go to give lectures at the State University. 2 days ago, Dad headed for New York for work, and today he's back with a bunch of gifts for me. I was so happy, although he didn't bring back the avian encyclopedia wanted. He sighed and said that he searched almost every bookstore in New York but couldn't find it. It's okay, it's not a big deal. Perhaps the book was sold out because too many people love birds just as much as I do. Mom was baking us an apple pie while waiting for the Teig, no? To rise. She sat in the chair beside the dining table and asked me what do I want to become if I grow up. I want to be an artist, I said, a painter to be precise. Then what would you like to paint if you become an artist? She asked again. Birds, I replied an instant, because aren't they the most beautiful creatures ever lived on this planet? Ich mag die auch, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Gut, 2, 6. Ein Zettelchen fehlt uns noch. Ja. Haben wir hier noch irgendwelche Schubfächer? Hier haben wir noch Schubfächer. Hier haben wir noch eins. Aber nichts zu wollen. Hier haben wir auch noch Schubfächer. Vielleicht hier? Nee. Es ist auch nicht schlecht, wenn man mal so Icons einblendet, die einem zeigen, dass man was herausziehen kann. Nur so als Anregung, lieber Entwickler. Und sonst so, wie war euer Tag? Habt ihr gerade genauso viel Spaß? Ah, ich habe noch ein Zettelchen gefunden. Wahnsinn. Jetzt läuft's. Jetzt kommen in Tritt. Okay. 262. Das ist unsere Zahl, wie es aussieht. In the summer, I feel like some strange things have begun to happen in our town. There are fewer and fewer birds in the woods near the school. In the past, the chirping always accompanied me on my way to school every morning. But ever since the summer, that sound has slowly vanished.
At first I remembered my dad had said, that some birds regularly migrate in the summer. But as weeks passed, only more and more of them began to vanish. I started to worry about them. I tried to bring up this topic with my classmates, but they didn't seem to care at all. People didn't seem to care about the birds as much as I thought they would. Could it be air pollution? But I witnessed even stranger things. Yesterday I saw some shadows with human shapes moving around in the woods, and wherever they appeared, bird chirps immediately vanished in the next day, replaced by some mysterious machine noises. I didn't dare to walk in to check. For many nights I couldn't sleep well. Once, as I remembered, when I looked at those shadows, they also turned and looked back at me. Gut, dann probieren wir erstmal hier 2,6. Definitiv nicht. Gut. Bin ich jetzt mal guter Dinge, dass wir dieses Schubfach öffnen können. Da. Na, bitte. Und ein Schlüsselchen. Sehr gut. Ist es hierfür? Nein. Ist es hierfür? Nein. Nein. Ja. Aha, okay. Okay, wieder ein Rätsel. Ein neuer Zettel. This summer I feel like some strange things have begun to happen in our town. There are fewer and fewer birds in the woods near the school. In the past, the chirping always accompanied me to my way to school every morning, but ever since the summer his sounds have slowly vanished. At first I remembered my dad had said that some birds regularly migrate in the summer, und ich merke gerade, dass ich das schon gelesen habe. Since yesterday, bird chirps near my house vanished too. Did those black shadows quietly drive them off too? Did they notice us? Are they going to do any harm to Mom and Dad? Dad came out of his study early this morning, looking anxious somehow. While I was sketching drafts for several paintings of nightingales in my room, he caught me down and asked me to do a favor. He said, finger-pointing to the bookshelf, "These green books are bird-watching logs. The red ones in the study are marsh birds photography guides, and the white ones on the shelf outside are my own notebooks. I need them to be packed today. Could you please help me count the number of books of each color and write it on a piece of paper?" I had no objects, as it was always an honor for me to do this clerical work for a famous scholar like my dad. But there were literally hundreds of books with various colors on his bookshelf. It looks like I could be busy until the afternoon. Summer break is coming soon, and I hope the birds will come back too. I still have no idea what topic to pick for my summer research project. Okay. Das wird dann auch der Code sein. Wir müssen jetzt Bücher zählen. Das wird richtig spannend. Ja, es gibt ja auch offenbar sonst nichts zu holen. Wir müssen also... ist wohl die Lösung für dieses Schloss. Oder auch nicht. Okay. Also zählen wir Bücher. Rote haben wir 4. 4. Ich wiederhole 4. Jetzt brauchen wir noch grüne. Da hatten wir da hinten, glaube ich, so 2. Da brauchen wir hier Licht. Okay. Hat sich erledigt. 2 grüne. Wo haben wir weiße? Oben vielleicht? 4 rote, 2 grüne, X weiße. Oder vielleicht auch einfach 0, wer weiß. Ah ne, hier haben wir weiße. 3. 3. Also 4, ne, 2, 4, 3.
2, 4, 3. Jawohl, und ein neuer Schlüssel. Hier sicherlich nicht. Hallo? Aha. Sieht ziemlich elend aus. Okay. Ein neuer Zettel. Habe ich jetzt eigentlich... Ich habe jetzt hoffentlich nicht mal Lichter abgestellt, ne? Nee. Okay. Ja. Gut, verlesen wir unser neues Schriftstück. I haven't heard the birds chirping all summer. I miss them so much that I drew a bird again in the first art class of the new semester. It was a pigeon. But my classmates couldn't recognize what I drew. They laughed at me and asked why I drew a white hen with a strange pose. I was so furious. How could it be a hen? It's a bird. It's a pigeon with white wings and can flutter up and down in the sky. Did I draw it poorly? I took them to Mrs. Teresa, hoping she could say something for me. But Mrs. Teresa couldn't tell what I drew either. She started at my drawing with a puzzled expression, her lips moving as if she wanted to say something. But her eyes were dim and cloudy, as if something has gone missing from her mind. Shocked when I tried to say something for myself, I realized that I couldn't say the word pigeon either, nor the word bird. No, I'm not dumb. I remembered how to pronounce and spell them, but every time I tried to speak, the syllables dissipated in my mouth, leaving only silence. Until I ran out of the school in panic, I could finally shout out those words again. I ran into the woods and repeated that word over and over out of fear. What is happening? I shivered as if something chilling is crawling up along my spine. What is going on in this school, in this town? Das habe ich ganz vergessen. Haben wir eigentlich irgendwas hier gefunden? Nee, ne? Wir hatten ein Türklopfen. Es hat jemand geklopft. Wir gehen an die Tür. Sie geht nicht auf, die Tür. Wir sind verloren. Ah. Okay. Muss mal kurz schauen, ob noch alles gut ist. Alles ist gut. So. So. Ich weiß es doch nicht. Okay, dann... Ich sehe es auch gerade nicht. Oh, okay. Ich habe kein Spiegelbild. Okay, der Witz wird auch alt. Aber keine Interaktionsmöglichkeit. Ach doch, hier. Ja, ein neues Schriftstück. Ich verlese. There was suddenly a thunderstorm tonight. The sound of rain hitting the roof was deafening. The power went out, so we had to lit up 5 candles in the house.
Mom and Dad looked extraordinarily worried for some unknown reason. I heard the sound of sirens from police cars getting closer and closer. Then came a rough knocking on the door. Those people outside our front door claimed themselves to be police officers. But they didn't exactly look like police officers in this town. They were wearing black uniforms, pistols holstered on their waists, badges on stairs, and stripes of their arms. As they entered, their eyes scanned us with a sinister sharpness. Mr. Radley, the intelligence agency, has notified us that we need some investigation on you. Please take us to your study, they said. We need to take everything related to birds. Then without any more word, they ransacked that study violently, leaving only a total mess. From books to research data, they almost nothing they are taking away. They aren't taken away, including Dad, who just knows too much about birds. Mom watched as Dad was taken away by the police car. The officer said that he was only taken for some investigation, but when they were about to leave, overheard their conversation from the second floor window. This town has some problems. Some people still remember something. Did our machines malfunction? Who knows? Gotta report it to the agency first, then proceed with the usual procedure. The person dropped the word in a mechanical tone. Okay. Oh, die Kerzen. Das ist neu. 5 Kerzen, ne? Das sind erst 4. Okay. War die Tapete auch schon vorher so abgeranzt? Also so stark wie jetzt, glaube ich noch nicht, ne? Ja, bitte. Wir haben nichts, wir betteln selber. Irgendwo vielleicht noch eine Kerze übrig? Die hatte ich, glaube ich, noch nicht dran gerüttelt, ne? Geht aber nichts. Okay. Gut, ich brauche noch eine 5. Kerze, nehme ich mal an. Obwohl, hier brennt ja eine 5., oder? Eigentlich ist doch alles tutti. 5 Kerzen. Wo hatte ich denn das gelesen? Da nicht. Hatte ich nicht irgendwo was von 5 Kerzen gelesen? Wäre jetzt dumm. Keine Antwort. Ich weiß nicht. Machen wir einfach mal weiter. Da oben ist der heller. Oder hier noch vielleicht. Ne, mehr Katzen sind hier nicht. Würde ich jetzt gerade mal behaupten. Ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn dieses Schrankes, muss ich sagen. Moment. Ne, kann ich nur zumachen, wenn ich draußen bin, okay? Oh je. Wahrscheinlich habe ich wie gewohnt das Offensichtliche übersehen. Ist eigentlich bisher immer so gewesen. Ganz selten, dass man mal sagen kann, das Spiel erklärt sich schlecht. Der Normalfall ist, ich habe es nicht gecheckt.
Kann man die irgendwie mitnehmen vielleicht? Ja. Auch irgendwie das Bedürfnis Wasser ablassen oder Vorhang wegziehen, geht alles nicht. Das ist enttäuschend. Ich sage, rütteln wir noch an ein paar Türen, Mann. Was soll man sonst machen? Natürlich nicht. Komm, mach Radio an. Ist nicht so langweilig. Nee. So eine Leidenschaft, die ich auch nicht verstanden habe, dass man sich Teller wirklich auf dafür vorgesehenen Haltern aufbahrt, um sie sich genau betrachten zu können. Ich meine, es sind Teller. Es gibt sicherlich sehr schöne Dekoteller, aber was immer dann da drauf ist, ich glaube, ich hätte nicht einen Teller als Basis dafür genommen. Dann doch lieber ein Bild oder so. Aber hey, jeder wie er mag. Ich urteile nicht. Ich find's nur doof. Nee. Ich schätze, wir haben alle unsere Macken, die andere nicht mal nachvollziehen können. Was machen wir denn jetzt? Ja, so schön ist das Haus jetzt auch nicht, dass ich es wieder und wieder durchstreifen möchte. Ich weiß es doch nicht. Oder könnte ich es jetzt schon wissen? Ich kann aufs Bett. Ist das gut? Bringen wir das was? Nee, irgendwie nicht. Ich kann sogar auf die Pflanze. Und war das. Was war das eben? Das Ehe? So was gedacht? Achso, nur für die Tür. Es sind 8 Zeichen, ne? 8 Zeilen. Ich nehme mal an, in einem der Briefe ist eine Andeutung auf einen Geburtstag. Und das ist das, was ich eingeben muss. Ah, hier. It's collected this killer, pushed the study over. 2 days ago, Dad headed for New York for work, and today he's back with a bunch of gifts. Könnte ein Hinweis sein, ne? Ich schaue gerade nochmal weiter. Das wäre dann 05291997. 1977. 05. Ach. Nein. 1977. Ne. Dann nehmen wir halt 0329
1977. Nein, auch nicht. So, ich hatte hier einen Teil rausgeschnitten, weil ich da irgendwie nicht weiterkam und auch sonst nicht weiterkam. Und ich habe hier mit diesen Kerzen rumgespielt. Und siehe da, wenn nur 2 brennen, geht auf einmal die Tür hier auf. Ich habe mich wohl auch mit den 5 irgendwie vertan. Keine Ahnung. Irgendwas. Aber ja, machen wir jetzt gemeinsam an dieser Stelle weiter. Ja. Ich habe jetzt... Was soll ich mit der Eule eigentlich? Ich habe da jetzt einfach mal zugegriffen, aber was mache ich denn jetzt damit? Okay, ich nehme an, die soll irgendwo angebracht werden. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass hier irgendwo mal ein Hinweis war, oder? Vielleicht hier in diesem... Hier war doch sein Forschungszimmer, oder? Ach, hier. Da ist ein Umriss. Nur der falsche. Okay, es gibt doch Umrisse. Okay, müssen wir mal suchen. Hier glaube ich eher nicht. Kriegt die auch irgendwie nicht mehr aus der Hand, diese Eule. Die muss ich jetzt irgendwo unterbringen. Das hilft nichts. Gut, dann gucken wir mal nach oben. Nee, auch nichts. Hier? Nee. Mist, ich will diese Eule loswerden. Hier? Nee. Okay, das ist irgendwie auch genauso angetackert. Hier irgendwo? Da drauf vielleicht? Nein. Okay, das wird noch interessant. Und mit interessant meine ich zäh und nervig. Nö. Nö. Ah, hier. Quatsch. Jawohl. Nächstes Bild. Für dich habe ich schon Platz gefunden. Du kommst jetzt mit, du... Was war das überhaupt? Oh, das sind die Bilder, glaube ich, von... Nee, das sind andere Bilder. Ja, schön. Nur, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer sind wir eigentlich? So, da war noch ein Bild, ne? Müssen wir das auch irgendwo unterbringen? Ja. Oh je, okay. Da, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe es gesehen. Da. Zack. Okay. Oh, lecker. Erdbeertorte. Okay. Today in my art class at school, I painted a bird. It was a robin with black feathers on its black and fluffy rusty red feathers. Das kennen wir ja schon. Da fällt mir auch ein, ich Idiot, ne? Ich habe ja als Geburtsjahr 77 eingetragen, aber da wurden die Briefe ja geschrieben. Ich brauch sein Alter. Ha, okay.
My dad never came back. I stopped drawing birds in art classes too. Birds' chirps were completely gone from our small town. Today's my birthday and Mom made a cake to celebrate. Okay, das andere war auch ein augenscheinlichen Geburtstag. Da hatte ich zu viel rein interpretiert. Also 24.11. Wir müssen jetzt nur noch wissen, wie alt wir sind. Okay. Entschuldigung. I can't remember when did it start, but I can no longer say the word bird even when I'm at home now. The feeling of the syllables floating up but then vanishing in my throat was unbearable. But soon I learned that as long as I don't try to say it, I won't have that feeling. Yes, as long as I hold back from saying it, I won't feel the pain. But all my memories are still very clear. I still remember the robin with its rusty red feathers. I couldn't stand it anymore. So while Mom was baking the cake downstairs, I picked up my brush and painted it again. I learned how to shade its head and back with different depths of black, just like how my dad had taught me. When the cake was ready, we lit the candles. I proudly presented my painting to Mom. She sat in silence, tears suddenly streaming down her face. When I asked if she missed that, she only cried harder and shook her head. She snatched my drawing, crumbled it into a ball, lit it with a candle flame, and watched it turn to ash. "Don't let anyone know you haven't forgotten yet," she said. "You'll be killed. I'll be killed too. And if we die, Dad won't be able to find us when he comes back. So please, if you didn't forget, at least pretend you did for the rest of your life. Please, my child." She crouched down and hugged me tightly. I nodded and we shared the cake. Okay, ich denke mal, die Kerzen sagen mir, wie alt ich bin, oder? Also 3, 6, 7, 8. 1977 war ich 8. Also 69. 11/24/1969. Okay. So, 11/24/1969. Jawohl. Will ich wissen, was da drunter ist? Oder will ich einfach schlafen gehen? Ich bin so müde. Ich bin es leid. Ein Brief. Ach, was mag drin stehen? Nummer 9. Mom sealed whatever's left in Dad's study inside the basement. Hid the key under the carpet on the balcony across from the kitchen. I miss Dad so much. I still like drawing and I can still draw. But I can't draw certain things anymore. Look, it's not what much of a big deal. Just don't draw them. Just don't draw them. Just don't draw them. Ist bestimmt ein Rätsel, oder? Maybe they are taking something from our memories every single day. Today it's the existence of birds, tomorrow it might be the memories about poems or rock music. The day after tomorrow it might be all the passion and love we once had for this world. Eventually, one day we will all forget our own existence. Maybe we won't even have our own names anymore, and our identities will be replaced by numbers. Chef Maryville in the cafeteria was taken away by the police today. She's the 3rd staff member taken away this week. Did she also forget something? The robins. Those feathers on their chests. What colors were they again? It took me nearly 2 minutes to finally remember. Rusty red, yes. Rusty red. Okay. Okay, ich werde also beobachtet. Oder ist der Keller jetzt offen?
Von hier aus wurde ich ja beobachtet, ne? Oder vom Bad aus. Nee, schon von hier, ne? Aber ist noch zu. Aber da war nur noch eine Kerze an, oder? So? Nee. Oder ist da oben noch irgendwas? Was ich übersehen habe? Nee. Oh, okay. Was war das jetzt? Oh, jetzt ist er offen. Okay. Okay. The Bird Removal Plan 6970. Mein Geburtsjahr. Oh. I can't remember the color of robins anymore. But I still want to paint them once again, desperately. For the entire afternoon I could only trace it outline with a charcoal pencil over and over again. Today seems to be Christmas Eve. I haven't forgotten that. Well then, it seems I'm obediently following the instructions and forgetting things that shouldn't really be remembered. Right? That means it won't be taken away yet, at least for now. One of a sudden I thought of the books Dad left over, so I sneak into the basement trying to find answers. Maybe those books can help me. Maybe they can tell me what colors robins are. Maybe they even can tell me where my dad is right now. I skimmed through Dad's notebooks, but soon I heard the sound of police sirens getting closer and closer. It's them. They're coming again. They have eyes on me now, I'm certain. They now know I'm hiding something. We always have eyes on you, and we always hunt for those with unforgotten memories. I heard a strange voice whispered out of nowhere. Then I heard Dan's footsteps breaking in through the front door. I heard Mom screamed upstairs. Then a gunshot brought everything back to silence. Dad, only you can save me now. Help me. Okay. Ja, gut, würde ich sagen. Also, wurde ja erstmal so ein bisschen allein gelassen in dem Spiel. Und war ja erstmal ein bisschen ernüchternd, aber das war eine unerwartete Wendung. Also, erklärt sich der Titel. Und vor allem dieser vorletzte Brief, ne, der hat es jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, worum es bei dieser Geschichte eigentlich gehen soll. Ja, schön. Gut. Schönes, kurzes, durchdachtes Spiel. Das Erstlingswerk von dem Jokes. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, der macht mal wieder was. Toll. Ja, ich bedanke mich aber an dieser Stelle erstmal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.